Mitten in der Nacht auf den höchsten Berg Spaniens? Wer kommt denn auf so eine Idee? Erschöpft. Jetzt geht leider nichts mehr. Hallo auf Tenerife! Als erstes auf diesem tollen Insel haben wir was Grandioses geplant. Nämlich wir begehen El Teide. Bei Teneriffa denken die meisten an Sonne und Sandstrände, aber die Insel hat noch viel mehr zu bieten, nämlich hohe Berge. Wir sind vom Fährhafen in Los Cristianos direkt in gerader Linie praktisch nach oben gefahren, um uns schon mal zu akklimatisieren. Olé, machen wir diese Wanderung alleine? Auf keinen Fall. Wir haben uns Partners in Crime gesucht. Unsere verrückten Wanderführer, die uns zu dieser Wanderung zum Teide überredet haben, Sierra und Ruben. Sierra sagt, es ist eine ganz einfache Wanderung, für jedermann geeignet. Everybody can do it. You just need to bring your oxygen tank and then you are ready to go. Das mit dem Sauerstofftank, das hat sie jetzt zum ersten Mal erwähnt. Hoffentlich geht es gut. We can do it. You can do it. I think we are going to do it. Ihr werdet herausfinden, wenn es weitere Clips gibt, dann haben wir es vielleicht überlebt. Hier sind wir am Campingplatz Las Lajas und das mit voller Absicht, denn die Wanderung auf den Teide ist eine Höhenwanderung. Man geht bei über 2000 Metern los. Look what my deodorant did. We are now 2000 meters. Deswegen sind wir jetzt schon einen Tag hier. Heute Abend geht's weiter. Der Teide ist kein Berg, wo man einfach so raufgeht, da braucht es schon ein bisschen Vorbereitung und zwar auch bürokratischer Natur. Beginnt mit einem Permiso, das ihr für die Wanderung braucht, für die Erlaubnis auf den Gipfel des Teide zu gehen. Das haben uns unsere Kollegen organisiert, sonst hätten wir sicher wieder zum Cabildo laufen müssen. Ebenfalls für unseren Akklimatisierungstag. Campingplatz Las Lajas, ähnliches System wie ihr es aus Gran Canaria kennt. Hier müssten wir wieder nach Santa Cruz, der Inselhauptstadt, fahren und uns ein Permiso aushändigen lassen. Ist ebenfalls wieder kostenlos, aber es braucht eben diese Bürokratie vorab. Aber die Kollegen, da sie Spanier sind, konnten das online erledigen mit einem Digitalzertifikat. Das können wir leider nicht. Zum Platz hier gibt es nicht allzu viel zu sagen. Es ist ein schöner Platz in der Natur, allerdings ist er relativ nahe an der Hauptstraße, die auf den Teide führt. Also da gibt es schon ein bisschen Verkehr. Es gibt auch eine Zona Recreativa, also keinen Campingplatz, sondern einen Picknickplatz sozusagen. Und da sind auch tagsüber immer wieder Besucher da. Es gibt Toiletten und Müllentsorgung, sonst, soweit ich bis jetzt gesehen habe, nicht viel. Auch wenn es hier gerade kein Wasser zu tanken gibt, möchten wir an dieser Stelle mal wieder die Alpfilter erwähnen, die wir auf unseren Reisen seit Jahren gerne nutzen. Sie nehmen auch abenteuerlichen Wasserquellen ihren Schrecken und halten deinen Wassertank sauber. Ja, so ein Luxus! Aktuell erhältst du mit unserem Code WOMOGUIDE 10% Rabatt. Den passenden Link und weitere Infos findest du in der Videobeschreibung. Es ist eine Wanderung mit etwa 1000 Höhenmetern. Das wollen wir nicht in beide Richtungen machen und deswegen fahren wir mit der Seilbahn nach unten. Diese Tickets haben wir vorab gekauft, denn sie sind limitiert und wenn man die nicht mehr erhascht, dann heißt es runterwandern. Das wollen wir vermeiden. Wir gehen von über 2000 Metern los und nachts wird es da sicher ziemlich kalt werden. Wir erwarten Temperaturen um die 0, vielleicht sogar bis -5. Das heißt warme Kleidung, Socken und natürlich Wanderschuhe, denn ein Teil der Wanderung wird dann ziemlich steil werden. Und zu guter Letzt, wir wandern nachts, wir wandern etwa um 3 Uhr früh los und wollen dann zum Morgengrauen am Berg sein. Und das bedeutet, man muss auch den Abend vorab gut planen. Wir haben jetzt nur mal ein kurzes Stück Weg vor uns, fahren von hier vom Campingplatz Las Lajas zu einem Platz an der Seilbahn und wollen dort ein paar Stunden uns zumindest ausruhen. Ob uns Schlafen gelingen wird, werden wir sehen. Und dann geht's los.
Ola hat mir gerade bedeutet, dass sie fertig ist mit dem Geschirr abtrocknen und damit sind wir startklar. Los geht's rüber auf den nächsten Parkplatz. Es könnte gerade passen zur goldenen Stunde, also vielleicht ist die Fahrt dorthin auch schon ganz schön. Wir sind gespannt. Los geht's. Ein Neuankömmling, wird Zeit, dass wir hier wegkommen und den Platz freimachen, denn viel Ebenenstellplatz gibt es hier nicht. Das meiste hängt so und der Platz für die Autocaravanas, also für die Wohnmobile, ist generell sehr beschränkt. Das meiste ist für Zelte gedacht. Alle einsteigen. Los geht's. Aha, deswegen fährt heute die Seilbahn nicht, da wird gefilmt, gedreht. Wir haben unseren Übernachtungsplatz gefunden, hier unterhalb der Seilbahnstation. Und wir hoffen, dass wir hier nicht geweckt werden von Polizei oder Ähnlichem. Ist halt ein Nationalpark. Eigentlich dürfen wir hier nicht übernachten wahrscheinlich, aber wir wollen ja nicht übernachten. Wir wollen nur abwarten, bis wir losgehen zur Wanderung und haben da halt keine Möglichkeit, woanders zu schlafen. Und ja, jetzt versuchen wir ein bisschen zu schlafen. Ob es klappt, das könnt ihr dann erkennen, wenn wir aufwachen. Wenn wir sehr böse reinschauen, dann war es nichts. Die Wanderschuhe sind vorbereitet, die Rucksäcke gepackt, das Equipment liegt herum. Sogar das Müsli ist vorbereitet und jetzt versuchen wir zu schlafen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben eine halbe Stunde nach Mitternacht. Jetzt schauen wir mal zu den Kollegen rüber, ob die schon wach sind oder ob sie verschlafen. Good morning. Morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, oder? Buenos dias. Wie geht's? Ah, die haben geübt die ganze Nacht. How you doing? How you doing? Ready? Yes, I'm ready. How many lights do you have? Wow. She's brighter than the sun. Yeah. You can see him from kilometers away. We're going to start just 2 kilometers from here, and it's going to be easy. That's it. An easy walk. All right. Let's go. Wir sind unterwegs, los geht's. You did this on purpose? No. Wait. With that sign? Oh, of Right course. behind her? Of course. I was like, No. really? Obviously. It was a good coincidence. How long is the hike? 9 kilometers and it's a little bit more, not much. I hope it's going to take 5 hours as much, and it's going to be a lot of fun. No suffering at all. Wir haben jetzt etwas Angst. Trotz der frühen Stunde ist die Stimmung gut und den flachen Teil der Wanderung bis zum Ausgangspunkt bringen wir in 0,nix hinter uns. Der einfache Teil ist vorbei, jetzt geht's auf den Berg rauf. Das Anfang war wunderschön, mit Vollmond zu wandern. Man hat keine Stirnlampe gebraucht. Es war wunderschön und super interessant. Schnee! Für die Übermotivierten gibt es auch die Möglichkeit, die Wanderung direkt vom Strand zu machen. 21 Kilometer und dann seid ihr erst hier und müsst nochmal 5 auf den Berg rauf. Der Anfang ist ziemlich flach. Es ging ganz okay. Die ersten 5 Stunden waren ganz in Ordnung.
You know, once Ruben was asking me to laugh at the camera. I just cannot do this, you know. I need something funny. He said, what can I do? No, maybe you don't have to tell that. Denise. Yes, it's okay. No, you don't want to know. And you don't want to have a great story. 6,5 Kilometer haben wir hinter uns. 2 Stunden sind wir knapp unterwegs, aber jetzt geht es richtig rund. Jetzt kommt der steile Teil. Wir haben bislang erst ungefähr 300 Höhenmeter überwunden. Das heißt, auf den letzten etwa 6 Kilometern kommen es noch 1000 Höhenmeter. Das wird heftig. Olli, sind wir fit? Nein. Passt noch alles? Ich wollte noch erzählen, dass die drunten Lavasteine Eier heißen. Las Huevas del El Teide. So, mit dem Licht sehe ich jetzt nichts mehr. Wo sind unsere Freunde? We thought we'd lost you. Oh, no. Just give you a moment. Sind alle noch da? Weiter geht's. What are you doing, guys? Good, good. And you? Awesome. You must be YouTubers. You look like two, actually. Und dann ist die Wanderung schön steil geworden. Das habe ich auch noch gut kennen. Wir haben den steilen Teil des Wegs erreicht. Olli, wie geht's? Okay. ¿Cómo estás? Sehr gut. Come on, man, just turn your light on. You want the light? Sorry, I didn't hear that. You have many. Oh, the creepy one. You look so creepy. $3,000. 3000 Meter haben wir erreicht und das spürt man auch beim Atmen. Die Euler hat jetzt den zweiten Gang eingelegt und sprintet uns davon. Jetzt ist es schon richtig anstrengend, wir sind weit über 3000 Meter unterwegs. Und jetzt kommen auch die Kletterpassagen, wo Trittsicherheit erforderlich ist. Aber wir machen das ganz gut, liegen gut in der Zeit. Den Sonnenaufgang sollten wir eigentlich leicht erreichen am Gipfel, sofern die Kondition mitspielt. 7 kilometers. And the vertical drop is 884. Bueno, ya hemos llegado al refugio de Altavista, creo que se llama. How are you doing? Good, good. Más o menos. Más o menos. You are doing great. Olia, you're a champion. You too, Clifford. Hey, she got the shelter. Congratulations. How are you feeling? Oh, Estamos ya muy cerca de... Jetzt. erschöpft. Aber langsam, langsam. Wir sind fast da. Ich schaff das. Puh. Aber leicht ist es nicht. ...1000 Höhenmeter hat auch die Euler problemlos überwunden, aber dann kam bei ihr ein totaler Energieeinbruch. Und je steiler und kälter und länger wir gegangen sind, ist mein Energiepegel einfach plötzlich gestürzt und ich hatte keine Kraft mehr. Und das noch mit den vielen Höhenmetern. Ich habe auch nicht mehr so gut atmen können, dass ich genügend Sauerstoff bekommen habe. 1.5 kilometers more, and the vertical drop is only 300 meters. Die Olli ist jetzt am Kämpfen, wir haben über 1000 Meter überwunden. Es geht leider nichts mehr, sie braucht alle 10 Meter eine Pause. Dann war es kalt und ich hatte keine Kraft mehr und den eigentlichen Zweck von diesen Wanderungen, den Sonnenaufgang auf dem Berg zu erfahren,
habe ich dann nicht mehr genießen können, weil alle meine Kräfte sind nur Richtung Überleben geflossen. Gleich geschafft, gleich geschafft. Für die letzten 100 Höhenmeter brauchen wir jetzt gleich lang wie für die 400 Höhenmeter davor. Aber wir haben jetzt noch so 20, 30 Höhenmeter, dann sind wir an der Seilbahnstation. Gut so, kann sie sich ausrasten. Ohne Gerfrieds Hilfe, dass er mich gepusht hat, die letzten 100 Meter. Ich weiß nicht. Ich habe mich so gefühlt, als ob ich einfach niedersetzen würde und einschlafen und egal. Und da war der Gedanke, Euler, nein, das kannst du nicht machen, so stirbt man auf dem Berg. Die arme Olli, völlig erschöpft. Ich habe jeder paar Meter stehen bleiben müssen, atmen, atmen, atmen und dann super langsam die Schritte weitermachen müssen. Aber dann geht die Sonne auf, es wird endlich wieder wärmer und Euler fasst noch einmal Mut. Geschafft. Juhu. Meine Erfahrungen mit der El-Teide-Wanderung. Ich bin froh, diesen Qual überlebt zu haben. Ich bin an meinen Limit gestoßen und dann sind wir noch 150 Höhenmeter weitergegangen und das hat keinen Spaß mehr gemacht. Bye, Olli. Bye. Ich bin beruhigt. Bei der Olli sind die Lebensgeister zurück und sie wartet jetzt hier. Ich versuche es jetzt noch raufzuschaffen. Man darf nämlich selbst mit Erlaubnis nur bis 9 Uhr rauf. Und ich habe jetzt so etwas über eine Stunde, 200 Höhenmeter. Ich muss nochmal Gas geben. Say hello to the camera. Almost there. Blick heute in alle Richtungen. Der Ausblick am Gipfel, der ist natürlich wunderbar. Man blickt in alle Richtungen, kann an guten Tagen alle Inseln sehen. Aber man hält es oben am Gipfel auch nicht lange aus. Der Wind ist eiskalt. Gerade beim Blick in den Norden wäre mir die Nase fast abgefroren und ich habe dann wirklich nur ein paar Aufnahmen gemacht und bin wieder nach unten gehastet. Meine Knie spüren es schon. Der Abstieg hat es auch ein wenig in sich. Ja, am Ende war ich super stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ich bin über mein Limit weitergegangen und ich habe das überlebt. Es war der größte Berg, das ich jemals gewandert bin. Ich bin zu meinem Limit gestoßen und weitergegangen und ich habe es geschafft. Das finde ich großartig. Ich würde es noch einmal machen, aber richtig. Danke, Schatz, dass du so gut auf mich geschaut hast. Anytime. Auch ich war dann leider nicht wie geplant zum Sonnenaufgang ganz am Gipfel, weil es war einfach wichtiger, mit der Euler da nach oben zu kommen. Aber dank unserer Freunde, die vorausgegangen sind, kann ich euch trotzdem ihre Aufnahmen vom Sonnenaufgang am Gipfel zeigen. Mal Glück gehabt, die Seilbahn fährt. Wir müssen nicht zu Fuß runter. Wenn wir das müssten, würde ich einfach
hier einziehen im Gebäude der Seilbahnstation. Knieschonenderweise sind wir nach unten dann nicht mehr gegangen, sondern mit der Seilbahn gefahren. Die einfache Fahrt, die kostet um die 22 € pro Person, könnt ihr online kaufen, beziehungsweise müsst ihr online kaufen. Oben gibt es keinen Ticketschalter. Und die Fahrt nach unten, die ist dann in wenigen Minuten erledigt. Wir hatten die Fahrzeuge gleich an der Talstation geparkt. Den Kopf voller Eindrücke und mit müden Knochen beschließen wir, zurück zum Camping Las Lajas zu fahren und dort wieder zu Kräften zu kommen. Beim Blick zurück zum Pico del Teide können wir es noch kaum glauben, dass wir gerade da oben waren. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Robi, wo ziehst du mich wieder hin? Und da sind wir wieder zurück an unserer Ausgangsbasis Campingplatz Las Lajas. Ja, schön war's, aber anstrengend war es auch. Ja, und nach der Wanderung waren wir allesamt so kaputt, dass niemand Lust hatte, mit dem Tag was anderes anzufangen, als zu faulenzen und versuchen, die Energie wiederherzustellen. Also from Canada, I think VA. Without problem. It's another perfect ending to another perfect day. Tomorrow's found me waiting, expecting it that way. You may want 4 walls, well, I need a place to stay. Ihr seht, die Sonne verschwindet schon langsam und damit ist es Zeit, das Teide-Abenteuer zu beenden. Schön war's, toll war's, anstrengend war's und es war ein toller Einstieg in die Insel Teneriffa, die sicher eine der touristischeren hier ist auf den Kanaren und wo wir uns nicht so viel erwarten, aber das ging uns schon auf Gran Canaria so und wir wurden eines Besseren belehrt und insofern sind wir zuversichtlich, dass die nächsten Tage noch einiges bringen werden. Ihr seid wie immer live dabei und für dieses Mal lassen wir es gut sein. Wir verziehen uns jetzt in den Camper. Das war's für heute. Wir sind absolut streichfähig. Bis zum nächsten Mal. Bring me through the mist, drop me like a rock.